Dias in Mexiko. Lange haben wir den perfekten Kiteplatz gesucht, um unsere Skills zu verbessern. Wir haben ihn gefunden und nicht nur einen, sondern mehrere Plätze. Wo siehst du in diesem Video? Viel Spaß! Wir sind im Progresso an der Costa Esmeralda angekommen. Hier haben wir uns bei einer Kiteschule einquartiert, bei U-Kite. Eine wirklich gemütliche Kiteschule, wo wir die ganze Infrastruktur nutzen dürfen. Das heißt, wir haben Wasser, um unser Equipment zu waschen, Internet, können endlich mal wieder ein bisschen mehr online sein. Sie haben eine gemütliche Bar mit Hängematten. Es gibt eine Terrasse, wo sogar Yoga angeboten wird. Das Schöne ist, die Jungs haben auch kein Problem damit, dass wir hier einfach stehen und unser eigenes Equipment auspacken, ohne bei ihnen Kurse zu machen. Und trotzdem haben wir dann immer wieder mal jemand, der auch draußen ist und sicher auch ein Auge auf uns wirft, falls etwas schief gehen würde. Wenn kein Wind ist, sind wir hier alleine und haben die ganze Anlage für uns. Wenn Wind aufkommt, kommt die Kite-Instructor mit ein paar Schülern und auch der ein oder andere Kiter aus Progresso. Eine kleine, gemütliche Kiterfamilie hier. Das Gebiet hier ist wirklich der Hammer, um Kiten zu lernen. Eine schön große Area, um zu launchen. Das Wasser ist hier wirklich nur knietief, also perfekt, um zu lernen. Unser Ziel ist, dass wir hier erst wieder losfahren, wenn wir beide sicher kiten können. 8 Stunden waren wir jetzt draußen, den Kite nie gelandet. Vielleicht sieht man es, wir sind leicht kaputt. War ein anstrengender Tag, aber sehr cool. Die Stärkung haben wir uns verdient. Ein sportlicher Morgen geht zu Ende. 12,5 Kilometer joggen und anschließend das TRX war heute Morgen bei Windstille mein Programm. Progresso bietet sich gut an, um zu joggen. Ziemlich abwechslungsreich. Die ersten 2 Kilometer gehen alles am Beach entlang mit Aussicht auf den Strand und die schönen Strandvillen von Progresso. Dann geht es rund 2 Kilometer der Küste entlang auf einem schön gemachten Jogging- und Radweg, wo man immer wieder auf Kunstwerke und auf Graffitis, Wandmalereien aus der Region trifft. Der letzte Teil geht dann alles dem Molekon entlang, wo dann später die ganzen Touristen erwartet werden. Jetzt muss ich mich aber zuerst mal ein bisschen abkühlen im Meer. Das letzte Café im Paradies. Heute ziehen wir weiter. Knapp 2 Wochen waren wir jetzt hier bei U-Kite und haben unsere Kite-Fähigkeiten verbessert. Leider hat es der Wind nicht sehr gut gemeint mit uns. Einen Tag hatten wir wirklich super Windbedingungen, wo wir beide den ganzen Tag üben konnten. Ansonsten war es mehr für mich
paar kurze Sessions und Sandro musste ein bisschen verzichten. Jetzt kommen ein paar windfreie Tage. Wir nutzen diese, um ein bisschen ins Inland zu fahren und uns die Zenoten anzuschauen. Und dann kommen wir vielleicht nochmal zurück. Also jetzt heißt es zusammenräumen und los geht's. Have I really been so crazy to think your love was mine? Serenading to sinking moons. Oh, I've been so blind as our love was slowly turning blue. My blood grew red. No, I can't believe that thing is true. Believe that thing you said. No, I don't care where I'm going to. This town's too small. Baby, you were my burning tower. Now I'm too high to fall. 7 seasons have come and gone, and I'm yours still. But this love is my song unsung. That's how you made me feel. So beware of this glowing dream. Baby, don't look back to see your life drifting down the stream. See the star turn black. In der Nähe von Homun haben wir uns eingenistet und nach doch langem Suchen einen Stellplatz gefunden. Es hat eine kleine Zenote und vor allem auch erfrischende Pools. Eine gute Ausgangsbasis, um mit dem Motorbike die Gegend zu erkunden. In der Region hier gibt es über 350 Zenoten. Also die Auswahl, welche das man besichtigen will, ist nicht ganz einfach. Entstanden sind diese übrigens vor 65 Millionen Jahren, schlug nämlich ein Meteorit auf der Halbinsel Yucatan ein und hinterließ einen 90 Kilometer breiten Krater. Millionen von Jahren später entstanden dann kleine Risse in der Kalksteinformationen. Das Regenwasser sickerte langsam durch diese Risse hindurch und es entstanden Untergrundflusssysteme und Swimmingpools, wo man jetzt baden, schnorcheln oder vielleicht sogar auch tauchen kann. Mal schauen. No, I don't care where I'm going to. This town's too small. Baby, you were my burning tower. Now I'm too high to fall. Und by the way, diese Cenote war nicht allzu einfach zu finden. Wir haben 3 Anläufe gebraucht, sind immer wieder am Weg vorbeigefahren, denn angeschrieben ist sie nicht. Es ist wirklich ein Insider-Tipp von Mexikanern. Und zum Glück sind wir so erfahrene Cenotenbesucher. Wir haben weder ein Licht noch Maske und Schnorchel mitgenommen. Ein bisschen Dummheit muss sein. Wir versuchen es jetzt trotzdem, aber es sieht ziemlich dunkel aus da hinten. Baby, don't look back to see your life drifting down the stream. See the Das stars. erste Mal während unserem Trip, dass wir das Zelt aufgebaut haben. Allerdings nicht für uns, wir haben in Whaley geschlafen. Doch wir haben Besuch gekriegt von Priscilla und Jack, eine Australierin und ein Engländer, die in Kanada wohnen und wir beim Kiten kennengelernt haben. Mieteten sich ein Auto und sind für ein paar Tage zu uns gefahren, damit wir gemeinsam die Cenoten besuchen können. Ich hoffe, sie haben gut geschlafen. No, I don't care where I'm going to. This town's too small. Wir hatten ein paar coole Tage hier.
Die Cenoten rund um Homun sind leider ziemlich touristisch. Zwar wunderschön teilweise, doch einfach zu viele Touristen. Gestern waren wir auf der anderen Seite von Merida und wollten die abgelegenen Cenoten suchen. Wir haben sie auch gefunden und hatten 3 wunderschöne Cenoten quasi für uns alleine. Wenn nicht Sonntag gewesen wäre, wären wir alleine gewesen. Allerdings war der Weg dorthin auch ziemlich übel, zumindest mit einem Mietauto, wie wir es hatten. Und Jack hatte nicht so viel Spaß am Steuer. Jetzt fahren wir zurück an die Küste in der Hoffnung, dass doch noch ein bisschen Wind aufpickt und richten uns dort ein, um ein bisschen Fahrzeugunterhalt zu machen. Sieht leider relativ schlecht aus mit den Windverhältnissen im Moment. Wenn das nicht endet, müssen wir wohl oder übel einfach weiterziehen. Nach ein paar Tagen bei den Cenoten sind wir wieder am Beach angekommen. An einem wirklich schönen Fleckchen, wo wir kiten können. Wir haben die Möglichkeit zwischen Kiten hier vorne am Beach, wo es ein bisschen tiefer ist und doch recht hohe Wellen hat, also ganz schön anspruchsvoll für uns. Oder auf der anderen Seite der Steine. Heute haben wir ein Boot organisiert, respektive unser Nachbar hat ein Boot organisiert für uns, damit wir alle zusammen rübergehen können und dort im schönen Flachwasser ohne Wellen hoffentlich ein paar Stunden viel Spaß haben werden. Und die Sicherheit eines Bootes, dass wir auch mal ein bisschen weiter rausfahren können. Und wir wissen, es wird uns jemand aufpicken, falls was schief läuft. Und dafür, dass wir die letzten 2 Monate eigentlich immer alleine unterwegs waren, kaum jemanden getroffen haben in Chiapas, sind wir hier in Yucatan nun ständig unter Leuten. Macht aber auch Spaß, so Leute kennenzulernen.